Perspektive Ausland. Der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland zieht. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen. Hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber, Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn. Schön, also klasse, dass es geklappt hat. Herr Gasser, schön, dass wir die Möglichkeit haben. Also wir wollen ja heute über Italien sprechen. Und normalerweise ist ja so, dass Italien jetzt, was Wohnsitzwechsel, Unternehmensgründung betrifft, nicht unbedingt so ganz oben auf der Liste steht, weil jetzt auf den ersten Blick das Steuersystem nicht so attraktiv ist. Trotzdem reden wir heute über Italien, weil da gibt es doch noch einiges, was man wissen muss. Und es ist auch so, dass Mandanten von uns jetzt sogar auf uns schon direkt zugegangen sind zu dem Thema. Vielleicht kann der Sebastian ganz kurz was dazu sagen, inwieweit da Mandanten sich auch schon für Italien interessiert haben. Ja, absolut. Absolut. Also, ich meine, Italien ist natürlich ein wahnsinnig attraktives Land. Ja. Es ist schön, es ist eine schöne Kultur, es ist landschaftlich schön, ja, das Wetter ist fantastisch und natürlich für Deutsche ist natürlich Italien auch so ein gewisses Traumland. Man denkt an Toskana und diese ganzen Dinge, ja, und kann sich jeder vorstellen, in Italien zu leben. Und bisher war es ja so, dass man gesagt hat, naja, Italien, okay, aber es ist kompliziert steuerlich und die Behörden sind nicht effizient und es ist nicht attraktiv und im Grunde genommen, gerade wenn man vermögend ist, macht man es besser nicht, ja. Da geht man vielleicht im Urlaub hin, aber dorthin zu ziehen bringt gar nichts. Aber jetzt hat ja doch, und da reden wir jetzt ja auch drüber, vor einigen Jahren die italienische Regierung beschlossen, hier für Ausländer ein attraktives steuerliches System einzuführen. Und natürlich ist da das Interesse groß, auch bei Mandanten von uns, die natürlich sagen, naja, also wenn ich mir jetzt aussuchen kann, Malta oder Italien, ja, dann lebe ich natürlich lieber in Italien, ist ja klar. Ja. Weil natürlich, oftmals sind ja doch diese, ich sage jetzt mal, steuergünstigen Staaten wie Malta auch ein Kompromiss. Ja, man nimmt halt in Kauf, dass es eng ist, dass es klein ist, dass es beengt ist. Aber wenn es natürlich irgendwo anders geht, umso besser. Ja, ich meine, wir haben ja auch andere Länder gesehen, wie Portugal oder Spanien, die ja ähnliche, sage ich jetzt mal, Stati hier Beckham Law oder NR-Status haben und die unheimlich populär sind, ja, aus genau dem Grund. Und daher natürlich jetzt Italien, die jetzt auch schon vor einiger Zeit so einen Status etabliert haben, ist natürlich auch bei unseren Mandanten auf dem Radar. Das kann ich mir natürlich vorstellen. Also meine Wahrnehmung ist, dass Italien eben schon seit mehreren Jahren eben verschiedene Verfahren eben eingeführt hat, die Zuzügler oder ich sage jetzt mal generell die Ansässigkeit von Personen aus dem Ausland eben begünstigen. Diese Regelung zur Pauschalsteuer ist eine von mehreren Verfahren, die es gibt, die eben, ich sage jetzt mal, Italien attraktiv machen. Es gibt ja sehr viele Gründe, die aus denen oder für die Italien attraktiv ist. Ich sage jetzt mal, Sie haben schon angesprochen, wer kennt Italien nicht, also das schöne Klima, das gute Essen, ich sage jetzt mal auch teilweise die geringeren Lebenserhaltungskosten, wie ich sage jetzt mal in anderen Staaten. Und eben, wenn man sich das dann alles zusammen kombinieren lässt, dann noch mit interessanten steuerlichen Rahmenbedingungen, why not? Ich muss sagen, wir sind als Kanzlei hier seit mehreren Jahren eben zu diesem Thema aktiv. Es gibt schon eigentlich seit Einführung dieses Verfahrens ein reges Interesse, ich sage jetzt mal aus dem ganzen deutschsprachigen Ausland, jetzt nicht nur Deutschland, sondern auch, ich sage jetzt mal Liechtenstein, Schweiz, Österreich, also die ganze Dachregion. Und ja, es ist ein sehr interessantes Verfahren. Es ist nicht ganz einfach. Es gibt Themen, ich sage jetzt mal, sei es auf italienischer Seite als auch auf jeweils im Staat zu klären, aus dem man halt dementsprechend jetzt gerade wegzieht. Da gibt es ja auch, speziell was Deutschland betrifft, doch einige Dinge, die man berücksichtigen muss. Aber alles in allem doch also Italien ist eine interessante Destination. Und ich sage jetzt mal, unabhängig von der Pauschalsteuer kommt ja auch noch dazu. Also eines ist natürlich Income Tax, was natürlich ein großes Thema ist, aber zum Beispiel, was viele nicht wissen, ist, dass auch was die Erbschaftssteuer betrifft, Italien ein absolutes Steuerparadies ist, weil Italien im Unterschied zu Deutschland sehr, sehr geringe Steuersätze hat, also bei Vererbungen und Schenkungen innerhalb der Familie findet grundsätzlich, ich sage jetzt mal, eine Erbschaftssteuer von 4% Anwendung und es gibt sehr hohe Freibeträge von bis zu 1 Million pro Erbe.
Also sprich, da kann schon einiges an Erbmasse zusammenkommen, bevor überhaupt die Steuer Anwendung findet, und erst über den überschüssigen Teil dann findet dann die Erbschaftssteuer von 4% Anwendung. Also das gab es auch schon, das ist eigentlich schon seit längerem so. Wie gesagt, seit in Deutschland die große Erbschaftssteuerreform eingeführt wurde, ist auch zu diesem Punkt, ich sage jetzt mal, das Interesse aus Deutschland nochmals gestiegen. Und wie gesagt, es ist ein interessantes Land. Jetzt sprudelt, man merkt ja richtig, stehen da voll im Stoff. Es sprudelt so nur aus Begeisterung, Steuerbegeisterung, wenn man so will, aus Ihnen raus, was wir jetzt unbedingt noch tun müssen für unsere Zuschauer und Zuhörer. Das gehört ja eigentlich an den Beginn der Sendung. Herr Gasser, Sie als Experte, wir freuen uns ja heute mal einen Experten hier bei uns zu haben, der uns über Italien das alles erzählen kann. Können Sie sich bitte nochmal unseren Zuschauern und Zuhörern kurz vorstellen? Also wer Sie sind, gerne, Kanzlei und was Sie tun. Ja, gerne. Ja, mein Name ist Gerd Gasser. Ich bin Steuerberater in Südtirol. Ich bin Partner einer Steuerberatungskanzlei an 3 verschiedenen Standorten. Wir sind in Bozen, Lana und in Naturns. Wir sind circa ein Team von 35 Personen. Ich bin schon seit Jahren aktiv. Also ich arbeite jetzt seit doch einiger Zeit und seit circa 15 Jahren. Und wir haben uns als Kanzlei sehr als auf dieses Thema der, ich sage jetzt mal, Wohnsitzverlegungen und ich sage jetzt mal auch Anmeldungen hier in Italien spezialisiert. Ich führe die Kanzlei in 2. Generation weiter. Eigentlich wurde die schon vor über 40 Jahren von meinen Eltern gegründet. Es sind auch natürlich noch ein paar familienexterne Associates dabei. Und genau, wir sind eben sehr aktiv in der Beratung zu Themen wie Wohnsitzverlegung, Zuzüglerregelungen. Es gibt da verschiedene Verfahren, die eben in Italien eben Anwendung finden, und ich sage es mal auch zu ganz trivialen Themen wie, ich sage es mal, Regelung der, ich sage es mal, steuerlichen Probleme in Italien, wenn jemand eine Immobilie in Italien kauft, am Gardasee, am Como-See in der Toskana. Wir beraten eigentlich Kunden italienweit, und auch, wenn es dann geht, um die laufenden Verpflichtungen, die daraus danach resultieren. Spannend. So, jetzt, bevor wir dann noch auf die Details weiter eingehen, was ist denn jetzt so der typische Mandant, der sich an Ihre Kanzlei wendet und jetzt nach Italien ziehen möchte? Also wir reden jetzt in erster Linie über Deutschland, Österreich, Schweiz. Das ist auch das, was unsere Kunden ausmacht. Was ist das so für ein typischer, der klassische Mandant, der zu Ihnen kommt und sagt, Herr Gasser, helfen Sie mir bitte, ich möchte mich jetzt in Italien niederlassen? Also typischer Mandant ist, ich sage jetzt mal, eine wohlhabende Person, die, ich sage jetzt mal, im 7- bis 8-stelligen Bereich eben Vermögenswerte angehäuft hat, häufig eben, ich sage jetzt mal, in Finanzanlagevermögen investiert ist, teilweise auch, ich sage jetzt mal, in den letzten Jahren auch teilweise in Kryptowährungen eben investiert hat, der dann aus den verschiedensten Gründen dann sagt, okay, er möchte das dann gerne steuerlich optimiert eben alles handhaben. Ich sage jetzt mal, eben dann Bezug nimmt oder in Kenntnis davon ist oder in Kenntnis gekommen ist, dass es eben diese besonderen Regelungen in Italien gibt, und der dann sagt, okay, es ist für mich, ich sage jetzt mal, recht ein leichtes, den Wohnsitz vom Staat A nach Italien zu verlegen, um dann eben hier in den Genuss dieser Begünstigung zu kommen. Also im Normalfall, die Mandanten sind jetzt eher, ich sage jetzt mal, schon haben bereits einen Exit, ich sage es mal, oder eine Firma häufig schon veräußert, haben, ich sage es mal, wie gesagt, höhere Millionenbeträge investiert und können die, ich sage es mal, und können auch recht schnell und einfach die Zelte abbrechen. Wo es viele Anfragen gibt, aber was sich leider sehr schwierig ausgestalten lässt, dann eben zur Anwendung dieser Regelungen. Das sind natürlich Personen, die in Deutschland ansässig sind, dort sehr stark verwurzelt sind, im Sinne von, dass sie dort, ich weiß nicht, Geschäftsführer sind oder Aufsichtsratmandate, noch die Familie in Deutschland haben mit den Kindern in den Schulen und so weiter. Also da tut man sich natürlich schwerer, ich sage jetzt mal, einen sauberen Cut zu machen, einen schnellen und sauberen Cut zu machen, um dann, ich sage jetzt mal, mit Kind und Kegel dann nach Italien zu kommen. Weil natürlich in der Ermittlung der steuerlichen Ansässigkeit
sei es, also im internationalen Steuerrecht ist das so, aber auch natürlich im italienischen und im deutschen, dass man zur Ermittlung des Lebensmittelpunktes natürlich dann auch darauf schaut, wo die Familie ist und wo die wirtschaftlichen Beziehungen am stärksten sind. Absolut. Genau. Ich meine, das ist ja auch bei uns laufend Thema in der Beratung. Genau, Sie sprechen da auf jeden Fall natürlich ein schwieriges Thema auch an, weil, wie gesagt, manche Mandanten denken so, man kann irgendwie halb umziehen. Ja? Also man kann, wie gesagt, zum Beispiel der Ehemann kann umziehen, die Familie bleibt beide in Deutschland und so. Das sind ja Dinge, die funktionieren alles nicht. Ja? Oder man ist nur in Italien auf dem Papier, aber in Wirklichkeit hält man sich woanders auf. Also diese ganzen Dinge, das ist ja heute gar nicht mehr möglich. Ja? Also Korrekt. Man muss es richtig machen, man muss es leben. Und wenn man es nicht leben kann, weil es nicht realistisch ist, weil man zu sehr verwurzelt ist, dann kann man es halt leider nicht machen. Ja, also so ist die Realität. Das sehen Sie sicherlich genauso. Ja. Das ist genau das. Sie sprechen da einen wichtigen Punkt an, Herr Sauerborn. Also wir haben ja auch ganz viele Anfragen, zum Beispiel von Personen, die bereits eine Fernimmobilie am Gardasee zum Beispiel haben, und die sagen dann, ja, das wäre doch super, ich bleibe weiterhin Geschäftsführer meiner deutschen GmbH, habe dort, ich weiß nicht, 500.000 oder 1 Million Einkommen per annum, melde mich vormelde in Italien bei Ihnen an und für den ganzen Rest dann, schaffe ich es dann, diese Einkommen aus deutscher Quelle der Besteuerung in Deutschland zu entziehen und zahle da 100.000 und that's it. Zum Beispiel, um jetzt auf diese eine Regelung der Pauschalsteuer Bezug zu nehmen. So einfach geht das natürlich nicht. Also da sind die Probleme einerseits natürlich in Italien zu finden, aber natürlich vor allem dann im Staat also im Quellenstaat, wo eben die Person dann eben herziehen würde. Ja, es ist sehr interessant. Vielleicht, Herr Gasser, bevor Sie jetzt mal im Detail auf die einzelnen Regeln eingehen können, wäre es vielleicht nochmal interessant, nochmal vielleicht was zu der Entstehungsgeschichte ein bisschen zu erfahren. Wie ist denn dazu gekommen, dass Italien auf einmal gesagt hat, naja, wir wollen uns jetzt hier auch steuerlich doch attraktiv machen für Ausländer oder auch Rückkehrer? Denn es war ja doch früher immer so, dass Italien so das Image hatte, ist alles sehr kompliziert und verkrustet. Und wie gesagt, ich hatte es ja schon am Anfang gesagt, eher jetzt nicht sehr benutzerfreundlich, die öffentliche Verwaltung und so weiter. Und auch die Regierung eher linksgerichtet, traditionell, so ist zumindest der Eindruck. Wie ist es dazu gekommen, dass Italien gesagt hat, wir müssen hier was tun, dass wir hier attraktiver werden? Ja, das ist eine interessante Frage. Ich glaube, Italien hat einfach verstanden, also Italien hat schon seit Jahrzehnten unter einem Brain Drain gelitten. Italien war sich vielleicht auch dieses schlechten Rufs bewusst, den Italien, ich sage jetzt mal, im Ausland hatte. Und ich glaube, was vor allem, ich sage jetzt mal, Begehrlichkeiten geweckt hat oder vielleicht einfach ein Umdenken ausgelöst hat, ist einfach die Tatsache, dass Italien gesehen hat, wie ich sage jetzt mal, andere Staaten diese Punkte eben handhaben. Also natürlich, ich war da ganz vorne dabei, sage ich jetzt mal, oder sehr aufmerksam, wie das Gesetz im Jahr 2016, das kam ja, also dieses Rahmengesetz zur Pauschalbesteuerung, das wurde im Jahr 2016 verabschiedet. Ich kann mich noch genau gut an den Werdegang erinnern. Und da wurde laufend eben auch auf die sehr positive Erfahrung in anderen Staaten verwiesen. Vor allem damals natürlich war das noch mit dem Resident Non-Domiciled-Verfahren in England, was, ich sage jetzt mal so, als Anleihe genommen wurde, um zu zeigen oder eben um auch dann, ich sage jetzt mal, die Attraktivität dann für den italienischen Staat zu unterstreichen. Und natürlich, am Ende, was riskiert Italien hier? Eigentlich nicht viel. Also natürlich, Italien spricht Personen an, die es vielleicht nicht ansprechen würde. Die Personen, die kommen, im Normalfall begnügen die sich nicht mit einer Mietwohnung, obwohl es auch gehen würde, aber im Normalfall kaufen die sich teure Häuser. Die verlegen dann effektiv ihren Lebensmittelpunkt hierher, die bauen die Häuser um, die geben dann Geld hier aus, die kommen, bringen ihre Boote mit und ankern die dann in einem italienischen Hafen und die bringen dann die italienische Wirtschaft zum Kurbeln die ein bisschen an. Also die helfen damit. Wir reden da auch in absoluten Zahlen jetzt auch nicht so von Riesennummern, das sei auch erwähnt, aber natürlich, Italien ist sich eigentlich bewusst geworden, so wie wir wahrgenommen werden, das ist ein Problem und deshalb müssen wir ein interessantes Gesamtpaket schnüren, welches dann, ich sage jetzt mal, für potenzielle Zuzügler dann interessant ist.
Weiß man denn ungefähr, wie viele Personen bisher seit 2016 davon Gebrauch gemacht haben? Ja, es gibt Statistiken, die jährlich veröffentlicht werden zu den abgegebenen Steuererklärungen, wo das dann auch aufgeschlüsselt wird. Und ich sage jetzt mal, wir sind gestartet im Jahr 2017 2017 war ja das erste Jahr der Anwendung, da waren es circa 70, 80 Personen. In der Zwischenzeit sind es circa 400, 500, also 400 Personen müssten es. Die letzten Zahlen müssten beziehen sich auf die Steuererklärung 2020, also die Steuerperiode 2020. Und da waren es circa 400 Personen in ganz Italien. Das sind, ich sage jetzt mal, die Hauptpersonen plus die Familienmitglieder da bereits mit reingerechnet. Also das sind eine sehr kleine geringe Anzahl noch. Ja, also wenn man sich das jetzt mal, Sie hatten vorhin den Non-Dom-Status in UK erwähnt, der jetzt ja schon jahrhundertelang, sage ich jetzt mal, letztlich existiert. Da gibt's ja doch, da reden wir doch von Zehntausenden von Personen. Das heißt, es ist in Italien sozusagen alles noch am Kommen. Absolut. Also es ist gekommen, also das Gesetz wurde 2016 eingeführt, weil Sie auch vorher erwähnt hatten, die Wahrnehmung, es sind eher mit der Linksregierung und so weiter. Also eigentlich seit 2016, als das Gesetz eingeführt wurde, gab es sehr stark linksgerichtete Regierungen und bis dato wurde die Regelung gar nicht, also die stand nie zur Diskussion, dass das abgeschaffen wird, sondern im Gegenteil, sie wurde sogar ausgebaut. Also es wurde in einem zweiten Moment dann diese Pauschalsteuer mit den 100.000 wurde danach hergenommen als Beispiel für diese Pauschalsteuer der 7% für die Rentner, die aus dem Ausland nach Italien ziehen. Also das bezieht jetzt nur, ich sage jetzt mal, Zuzügler, die dann in die südlichen Gefilde, also in die südlichen Regionen hinziehen. Aber nur um ein Beispiel zu sagen, also es ist nicht so, dass Italien gedacht hat, das zurückzubauen oder zu reduzieren, sondern im Gegenteil, es wurde ausgebaut. Das ist auch die Erfahrung, die wir mit den ganzen anderen Regelungen haben. Also diese Regelungen, von denen wir jetzt sprechen, das sind jetzt Regelungen, die, ich sage jetzt mal, standardmäßig vor allem für Personen, eben wie gesagt, also sehr wohlhabende Personen Anwendung finden. Aber es gibt ja auch diese ganzen anderen Regelungen, wo wir auch sehr aktiv sind als Kanzlei zu dieser Zuzüglerregelung. Also wenn eine Person ich sage jetzt mal, eben mitten im Erwerbsleben ist, Freelancer ist oder auch Angestellter und der sagt, er orientiert sich jetzt der kommt nach Italien. Da gibt es auch sehr attraktive Regelungen, die eben, ich sage jetzt mal so, eine Reduzierung der Steuerbemessungsgrundlage ermöglichen, wenn die Person eben aus einem Drittstaat nach Italien kommt und hier eben beginnt zu arbeiten. Und, ich wollte es gerade sagen, ja, also wir haben tatsächlich Mandanten, ich möchte wieder einen Mandanten nennen, der ist auch Deutscher, hat aber eine italienische Frau und er ist auch als Freelancer tätig, genau. Also ich meine, der hat jetzt irgendein höheres sechsstelliges Einkommen, ja. Und genau, der ist auch nach Italien gezogen und hat also dort von einer dieser steuerlichen Regeln profitiert. Also es ist ja wichtig zu sagen, dass nicht nur die Superreichen davon profitieren, sondern es gibt eben bestimmte Regelungen auch, von denen auch andere gut verdienende Personen, aber keine Superreichen profitieren können. Korrekt. Und ich habe das eigentlich jetzt vor allem erwähnt, weil diese Regelung zu dieser Zuzüglerregelung für die Arbeitenden, also sei es Freelancer als auch Angestellte, diese Regelung wurde, ich sage jetzt mal, im Jahr 2008 eigentlich schon eingeführt. Die wurde dann kontinuierlich abgeändert und auch verbessert. Und jetzt, ich sage jetzt mal, jetzt sind 14 Jahre vergangen. Und seit die Regelung ursprünglich eingeführt wurde und diese Regelungen wurden eigentlich immer weiter ausgebaut. Also auch hier sehe ich ganz klar einen Druck ich sage jetzt mal einfach auf den Staat, diese Regelungen nicht nur beizubehalten, sondern sogar noch auszuweiten, um einfach Italien attraktiv zu machen, weil natürlich, ich sage jetzt mal, Italien oder speziell bestimmte Regionen Italiens unter bekannten Problemen leiden und natürlich viele junge Leute, die sagen dann, okay, dann gehe ich lieber nach Zürich oder nach UK arbeiten, weil ich dort das Doppelte oder das Dreifache verdiene und da ist sich Italien dieses Problems bewusst und ist natürlich bereit, da mit diesem steuerlichen Hebel eine Ansässigkeit in Italien wieder attraktiv zu machen. Können Sie vielleicht mal das etwas konkreter in Zahlen ausdrücken? Also der Einkommensteuersatz in Italien ist ja im Durchschnitt so unattraktiv wie in den meisten anderen umliegenden Ländern, also irgendwo zwischen 23 bis etwas über 40%.
Genau. Und jetzt diese Zuzüglerregelung, die Sie gerade angesprochen hatten, also wie würde ich da profitieren? Genau, also diese Zuzüglerregelung, die funktioniert zum Beispiel so, also die Steuersätze, die bewegen sich im Normalfall zwischen 23 und 43%, wobei eine Änderung ab dem Jahr 2022 eben dazu führt, dass der höchste Steuersatz von 43% bei Einkommen ab 50.000 bereits Anwendung findet. Also alles, was über 50.000 übersteigt, wird mit den 43% taxiert. Nehmen wir mal an, Sie würden 100.000 Euro verdienen als Freelancer, der, ich sage es mal, in die ganze Welt ausarbeitet. Okay, also auch, das ist ja auch ein bekanntes Beispiel von mehreren Personen, die wir jetzt als unsere Klienten haben, die arbeiten als Freelancer, ob die jetzt in Deutschland, in Italien oder sonst wo sitzen, ist eigentlich irrelevant, weil die haben die Kunden, ich weiß nicht, einfach in einem anderen Staat. Wenn die 100.000 verdienen, im Normalfall zahlen die circa, eben, wie gesagt, die 43%. Mit Anwendung dieser Zuzüglerregelung dürfen diese Personen dann nicht nur, ich sage es mal, als Steuerbemessungsgrundlage dient dann nicht das vollständige Einkommen, sondern nur ein Bruchteil des Einkommens. Im Fall von den 100.000, also bei dieser Zuzüglerregelung, würden nur 30% des effektiv generierten Einkommens dann besteuert werden. Das heißt, anstelle 100.000 besteuere ich nur 30.000. Und natürlich, der Steuersatz, der bei 30.000 Anwendung findet, ist dann sehr geringer. Es finden höhere Absetzbeträge Anwendung. Also da kann man sich doch einiges sparen. Also ich versuche nochmal zusammenzufassen, was wir von Herrn Dr. Grasser bis jetzt gelernt haben. Bei einem angenommenen Einkommen von beispielsweise 100.000 Euro würden normalerweise ca. 40%, also 40.000 Euro an Steuern fällig. Jetzt mit der Zuzüglerregelung werden ja nur 30% des Gesamteinkommens besteuert. Also beim angenommenen Einkommen von 100.000 Euro werden jetzt nur 30.000 Euro besteuert und bei 30.000 Euro gilt in Italien eine Einkommenssteuer von 30%. 30% auf 30.000 Euro wären jetzt also 9.000 Euro. Damit wäre die effektive Einkommenssteuer nur 9% auf die angenommenen 100.000 Euro. Also ohne die Zuzüglerregelung 40.000 Euro Steuern auf angenommene 100.000 Euro in unserem Beispiel, mit der Regelung 9.000 Euro. Das ist wirklich mal eine Steuerersparnis. Ist jetzt bei dieser Regelung, bei dieser sogenannten, wir haben gesagt, die Rückkehrregelung, ist es da entscheidend, wo derjenige dann in Italien hinzieht oder ist das völlig egal? Nein, also das ist eigentlich vollkommen irrelevant. Ich möchte auch sagen, es betrifft das Gesetz betrifft, also wir aus italienischer Sicht ist es häufig die Rückkehrerregelung, aber es ist jetzt auch eine Zuzüglerregelung. Also es muss keine Rückkehr. Vormals war es notwendig, dass die Person vorher in Italien war, dann ins Ausland ging und dann wieder zurückgekommen ist. Jetzt haben sie das gesagt, also wer ein EU-Bürger ist, der kann aus dem anderen Staat nach Italien kommen und dann direkt diese Begünstigung anwenden. Wo der den Wohnsitz nimmt, das ist vollkommen irrelevant. Hauptsache, er nimmt dann effektiv den Wohnsitz hier in Italien. Und wie schwierig oder einfach ist es jetzt, von dieser Regelung profitieren zu können? Muss ich da einen Antrag stellen, der muss jetzt bewilligt werden, oder mache ich das einfach automatisch dann in der Steuererklärung? Wie benutzerfreundlich, sage ich mal, ist das? Also ich sage jetzt mal so, das hängt von mehreren Faktoren ab. Also beim Freelancer können Sie diese Begünstigung direkt in der Steuererklärung anwenden. Dementsprechend ist es eigentlich recht unkompliziert. Bei höheren Beträgen haben wir gesehen, dass es teilweise zu Kontrollen kommt, weil das Finanzamt natürlich überprüfen möchte, ob die Person wirklich, ich sage mal, alle Voraussetzungen hat, um das anzuwenden. Sprich, dass der Wohnsitz im Ausland effektiv bestanden hat, dass man das auch nachweisen kann, ich sage jetzt mal mit Mietverträgen, mit Arbeitsverträgen und. Also bevor man nach Italien gekommen ist. Bevor man nach Italien gekommen ist.
Und dann, ich sage jetzt mal, muss man nur darauf achten, dass die Anmeldung in Italien, ich sage jetzt mal bei der Wohnsitzgemeinde, dann korrekt erfolgt ist. Also natürlich, unsere Arbeit als Berater ist es dann häufig, hier diese Fälle zu begutachten, um zu schauen, wie sauber ist da die Ausgangslage, um dann zu schauen, dass das alles auch wirklich gut über die Bühne geht. Aber ich sage jetzt mal, bei Freiberuflern ist die Anwendung recht einfach. Bei Angestellten eigentlich auch. Sage ich jetzt mal, dort ist die Prozedur eine leicht andere. Also beim Arbeitgeber ist es so, dass wenn das ein italienischer Arbeitgeber ist, sprich eine Person wechselt von Deutschland dann nach Italien und wird bei einer italienischen Gesellschaft angestellt, dann muss der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber einen Antrag zukommen lassen, wo er eben um Anwendung dieser Begünstigung ersucht. Und der Arbeitgeber wendet dann diese Begünstigung dann direkt auch auf dem Lohnstreifen an. Jetzt dementsprechend, daher muss man auf diese spezielle Formalität achten. Im Normalfall ist es nicht nicht möglich, als Arbeitnehmer diese Regelung direkt in der Steuererklärung anzuwenden. Da hat es in den letzten Jahren manchmal auch ich sage jetzt mal, Streit mit dem Finanzamt gegeben, weil das einige Zeit unklar war. Aber jetzt so würde ich eben sagen, ist das recht klar geregelt und eben der Arbeit, auch beim Arbeitgeber ist es eigentlich jetzt nicht besonders erschwert. Natürlich immer vorausgesetzt, der hat dann für den Fall einer Kontrolle danach die ganzen Unterlagen sauber aufbereitet. Für wie viele Jahre kann ich diese Regelung in Anspruch nehmen? Das wollte ich auch fragen. Also ich sage jetzt mal, also es gibt da verschiedene Regelungen, möchte ich jetzt auch noch anmerken. Es gibt eine Regelung für Personen, die zum Beispiel Research und Development machen oder die zum Beispiel als Forscher und Entwickler tätig sind. Für die gilt eine besonders hohe Reduzierung. Die reduzieren jetzt sich nicht, also bei denen reduziert sich das steuerbare Einkommen nicht auf 30%, sondern nur auf 10% des effektiv erhaltenen Einkommens, aber da müssen auch bestimmte Voraussetzungen, wie zum Beispiel eine nachgewiesene Forschertätigkeit im Ausland, zum Beispiel an einer Universität oder Ähnlichem nachgewiesen werden können. Und die müssen dann nach Zuzug nach Italien auch eine universitäre Stelle annehmen. Also die Länge der Verfahren, die ist, ich sage jetzt mal, im Schnitt circa bei 5 Jahren, okay? Also 5 Jahre ist die Steuerbegünstigung. Es besteht auch die Möglichkeit, wenn die Person eben eine Immobilie erwirbt oder eben zum Beispiel minderjährige Kinder auch hat, die kann er im Übrigen auch aus dem Ausland, ich sage jetzt mal, mitnehmen, dann verlängert sich das Verfahren sogar auf insgesamt 10 Jahre. Immobilie und Kinder. Interessant. Und was Sie gerade gesagt haben, Ausland, also diese Regelung, nur um das nochmal zu unterstreichen, gilt nicht nur für Zuzug aus der Europäischen Union, sondern auch aus anderen Ländern. Mhm. Ja, also es gibt grundsätzlich ja, genau. Okay. Und ist es schon mal passiert, dass so ein Antrag abgelehnt worden ist? Also gibt es irgendwelche Gründe, die vorliegen können, dass man das beantragt und dann das Finanzamt sagt, nein, Ihnen geben wir das nicht? Diese Steuervergünstigung? Diese Fälle gibt es. Im Normalfall dürfte das allerdings nicht die Zuzügler betreffen, sondern die Rückkehrer. Also ich sage jetzt mal, wir stammen ja aus Südtirol, wir sind ja eine Grenzregion. Bei uns passiert es des Öfteren, dass jemand, ich sage jetzt mal, eben in Südtirol aufwächst oder in Italien aufwächst, ich verallgemeiner jetzt, und der geht dann nach Zürich, nach München, sonst irgendwo hin, nach Österreich zum Studieren, bleibt dann dort zum Arbeiten und kommt dann nach 5 oder 10 Jahren zurück. In solchen Fällen ist es manchmal so, dass der Cut zwischen der Ansässigkeit in Italien und der Ansässigkeit im Ausland nicht so sauber ist. Und zum Beispiel kann es passieren, dass die Person zwar einen Hauptwohnsitz in Österreich oder im Ausland hatte, allerdings gleichzeitig Erträge in Italien erwirtschaftet hatte, weil er, ich weiß nicht, hier auch nebenher was gemacht hatte oder eine besondere Bindung hier hatte oder die Familie teilweise schon vorher nach Italien gezogen ist und. Und in solchen Fällen kann es auch zu Beanstandungen kommen. Aber das sind im Normalfall diese Rückkehrer, also Personen, die bereits einen Italienbezug hatten. Wir hatten bis dato keine Fälle von Personen, die, ich sage jetzt mal, aus Deutschland kommen würden und die bis dato keine Kontaktpunkte zu Italien hatten, wo das Finanzamt dann gesagt hat, nein, du darfst das nicht anwenden. Mhm.
Und gibt es, was jetzt das Einkommen oder das Gehalt betrifft, dort einen Maximalbetrag, bis zu dem die Regelung in Anspruch genommen werden darf und danach muss man höhere Steuern bezahlen oder ist es unbegrenzt? Also bei Angestelltenverhältnissen ist es faktisch unbegrenzt. Bei Freelancern gibt es die europäische De Minimis Staatsbeihilfenregelung, die Anwendung findet. Das heißt, die Freelancer dürfen einen Steuervorteil erhalten, der in einem 3-Jahres-Zeitraum 200.000 Euro nicht überschreitet. Mhm. Also, ich mache es jetzt ein Beispiel, um das zu verdeutlichen. Bei ca. 250.000 Euro, nur um es mal zu sagen, wir haben da entsprechende Berechnungen natürlich schon vorgenommen. Bei ca. 250.000 Euro entspricht die Steuerersparnis mit Anwendung dieser normalen Regelung mit den 30% ca. 60.000 Euro. Okay, 65.000 Euro. Das multipliziert mal auf 3 Jahre. Okay, also wenn der ca. 250.000 Euro verdient, dann hat er jedes Jahr eine Ersparnis von ca. 65.000 Euro. 65.000 Euro mal 3 kommen wir auf fast die 200.000 Euro. Darüber hinaus, also für den überschüssigen Betrag, müsste er dann normal, ich sage jetzt mal, progressiv besteuern. Okay. Gut, das ist ein wichtiger Punkt, wobei die meisten Freelancer, würde ich sagen, ja, deutlich drunter liegen unter dem Betrag. Ja. Aber es ist, ist ein wichtiger Punkt, ja. Punkt. Nur auch, um das mal zu sagen, also zum Beispiel interessant ist eben auch, ich sage jetzt mal manchmal, wenn man eben da Strukturierungsmöglichkeiten hat, vielleicht manchmal jemand ist für ein multinationales Unternehmen tätig, natürlich, es ist vor allem interessant zu sagen, also wer sehr hohe Bezüge erhält, für den ist es interessant, in Italien angestellt zu werden, weil der natürlich da überhaupt keiner Beschränkung unterliegt. Also wir haben da auch einige Kunden, ich sage jetzt mal auch infolge des Brexits, aus dem Finanzsektor betreut und natürlich, die haben bei einer Anstellung in Italien, ich sage jetzt mal, sehr hohe Benefits erhalten, ohne dass es da zu einer Beschränkung durch diese De Minimis-Regelung denn eigentlich kommt. Ja, das ist ja im Grunde ähnlich dann ein bisschen so wie in Spanien, da Beckham Law, da ist das Gleiche, ist man auch angestellt. Und da ist dann bis 600.000 ein niedriger Steuersatz und dann ab 600.000 geht es dann hoch. Aber genau, also ich meine, Angestelltenverhältnisse können natürlich attraktiv sein, ja, in manchen Szenarien. Also, Herr Dr. Grasser, Sie haben ja bisher sehr ausführlich über die Zuzüglerregelung oder Rückkehrerregelung gesprochen. Jetzt gibt es in Italien ja noch eine ganze Menge weiterer Regelungen und Ausnahmen. Gibt es nicht noch Sonderregelungen, wenn man in den Süden zieht? Und können Sie nochmal auf die besondere Pauschalbesteuerung eingehen? Ja, also zur Pauschalsteuer von den 100.000, das ist ein sehr interessantes Verfahren. Es ist ein Verfahren, das eben im Jahr 2016 eingeführt wurde. Die entsprechenden Klarstellungen wurden dann von Seiten des italienischen Finanzamtes im Laufe des Jahres 2017 gegeben und eigentlich kann man das jetzt sehr gut seit dem Jahr 2017 anwenden. Was sieht diese Regelung vor? Diese Regelung sieht im Wesentlichen vor, dass man bei einem Zuzug nach Italien und einer effektiven Wohnsitznahme in Italien für die entsprechenden Einkommen, die man dann im entsprechenden Jahr erzielt, dass man nur eine Pauschalsteuer zahlt in Höhe von 100.000 Euro. Und mit diesen 100.000 Euro sind alle Einkommen, die aus dem Ausland stammen, zur Gänze abgegolten. Um ein Beispiel zu machen, jemand erhält Kapitalerträge aus ausländischer Quelle in Höhe von 1 Million Euro. Wenn der die 100.000 Euro in Italien bezahlt, dann hat er damit all seine Steuerpflichten erledigt. Also das fällt nicht in die Progression rein, sondern es findet diese Ersatzsteuer Anwendung. Interessant ist die Regelung vor allem deshalb, weil es, ich sage jetzt mal, keine quantitativen Schwellenwerte gibt, also ob die Einkommen jetzt 1 Million, 10 Millionen oder 100 Millionen sind, ist irrelevant. Das bekannteste Beispiel als Anwender dieser Pauschalsteuerregelung war der Cristiano Ronaldo. Der ist ja vor einigen Jahren nach Italien gekommen und es wurde bekannt, dass der auch in den Genuss dieser Regelung gekommen ist. Wieso hat er das angewandt? Nicht so sehr,
weil er eben beim italienischen Fußballverein angestellt war, sondern weil er natürlich vor allem Markenrechte oder ich sage es mal aus Intangibles, also aus Werbeverträgen im Ausland sein Geld verdient. Und die ganzen Einkommen, die sicher im hohen Millionenbereich eben sich bewegt haben, diese ganzen Einkommen hat er mit dieser Pauschalsteuer von 100.000 zur Gänze abgelten können. Also sehr, sehr ein interessantes Verfahren, das Italien da jetzt eben bietet. Sehr ähnlich dann praktisch eben wie Sie schon vorhin angesprochen haben, dem britischen London-Status ja auch, wo man dann zumindest nach 7 Jahren UK-Residents dann ja auch anfangen muss, Pauschalsteuer letztlich zu bezahlen. Wie lang kann man diesen Status in Italien nutzen? Also diese Regelung findet für einen Zeitraum von maximal 15 Jahren Anwendung. Genau. Also auch wie in UK, ja. Genau, nach 15 Jahren würde man aus dem Pauschalsteuerverfahren rausfallen und dann in die normale Progression reinfallen. Genau. Es sei auch gesagt, also Italien, die Regelung ist sehr flexibel. Also hier möchte ich schon mal auch eine Lanze brechen für Italien. Italien hat hier wirklich versucht, speziell wenn man das italienische Steuersystem kennt, wirklich ein interessantes Gesamtpaket aufzulegen. Wieso ist das interessant? Erstens mal natürlich die ganzen Auslandseinkommen sind davon zur Gänze abgedeckt und würden keiner zusätzlichen Besteuerung zugeführt werden. Es sei aber auch gesagt, also das ist nicht der einzige Gimmick. Es ist auch so, dass für die Personen, die in den Anwendung dieser Pauschalsteuer kommen, die sind von jeglicher Erbschafts- und Schenkungssteuer befreit, die Güter betreffen, die sich auch im Ausland befinden. Also sprich, es ist nur nicht auf dieser Einkommensseite Vorteile, sondern auch was Erbschafts- und Schenkungssteuer betreffen. Und was auch ein wichtiger Punkt ist, der vielleicht nicht sofort, ich sage jetzt mal auf den ersten Blick als Pluspunkt erscheint, aber Italien hat da keine, ich sage jetzt mal Strafregelung, wenn man das nur, also die 15 Jahre, das ist nicht jetzt eine Mindestdauer, die man im Verfahren drinnen bleiben muss. Also es ist so, wenn man das Verfahren jetzt auch nur, ich sage jetzt mal beispielhaft für 5 Jahre anwendet und danach wieder wegzieht oder eben das Verfahren nicht mehr attraktiv ist, weil die Einkommen jetzt nicht mehr fließen, dann kann man aus dem Verfahren aussteigen, ohne dass es da einen Clawback-Mechanismus oder Ähnliches gibt, was dann die Person dann zu einer nochmals besteuern würde. Ich hatte noch von einem anderen Vorteil gelesen, hier bei der Vorbereitung, vielleicht können Sie das bestätigen, dort hatte ich gelesen, dass man dann auch eben diese Auslandseinkünfte gegenüber dem italienischen Staat nicht deklarieren muss in der Steuererklärung. Ja. Das heißt also, dass letztlich, was dann natürlich, wer komplizierte Steuererklärung schon mal gemacht hat, der weiß, was das für ein Aufwand sein kann, ja, hier alles erklären zu müssen. Das heißt, hier gibt es also keine Erklärungspflicht gegenüber dem Finanzamt. Das ist korrekt. Also das, ich sage es mal, ist einer der geringeren Vorteile. Also wir haben ja in Italien grundsätzlich eine äußerst kleine Vermögensbesteuerung, die ich sage mal, bei normal in Italien ansässigen Personen Anwendung findet. Jetzt nicht erschrecken, das ist jetzt nicht eine Vermögensteuer wie in der Schweiz, wo die sehr hoch ausfallen kann, sondern in Italien ist das, also die Vermögensteuer, die wäre bei Kunden zum Beispiel unabhängig vom Betrag, also sobald sie den Betrag von 5.000 € schreiten, und danach unabhängig vom Betrag 34 € im Jahr. Bei Finanzanlageprodukten wie zum Beispiel Depots, Lebensversicherungen und Ähnlichem beträgt die Vermögensteuer 2 Promille im Jahr, also eben 0,2%. Zum Zwecke, um das jetzt mal auch korrekt zu kontextualisieren, zum Zwecke der Abführung dieser Vermögensteuer muss man im Normalfall für in Italien ansässige Personen das gehaltene Auslandsvermögen vollständig offenlegen. Das heißt, wenn ich als eine in Italien ansässige Person ein Depot in Deutschland und eines in der Schweiz habe, dann muss ich das angeben. Wenn das jeweils 1 Million € wäre, um ein Beispiel zu machen, dann muss ich da eben die 0,2% am Ende des Jahres abführen. Für das Pauschalsteuerverfahren wurde geklärt, man ist eben einerseits von der Erklärungspflicht vollständig befreit und auch von der Anwendung dieser Steuer auf Auslandsvermögen. Nicht erwähnt habe ich natürlich auch die Vermögensteuer auf Immobilien, die im Ausland gehalten werden. Das ist auch eine Steuer, die in Italien grundsätzlich Anwendung findet, wobei die macht im Normalfall nicht viel aus, sofern im ausländischen Staat bereits eine Steuer im Staat Anwendung findet, wo sich die Immobilie befindet.
weil Italien eben vorsieht, dass man die im Ausland bezahlte Steuer anrechnen kann. Aber die kann also, um es nochmals zusammenzufassen, die italienische Steuer auf Auslandsimmobilien findet auch nicht Anwendung bei Anwendung des Pauschalsteuerverfahrens. Interessant. Jetzt eine Sache, die ist ja bei den angelsächsischen Non-Dom-Staaten, also ich sage jetzt mal zum Beispiel Großbritannien, Irland und so weiter, ja immer noch ein ganz großes Thema. Deswegen heißt es auch die Remittance-Basis, dass im Grunde genommen diese Auslandseinkünfte nur insofern steuerfrei sind, ich sage in UK oder Irland, Malta das Gleiche, insofern sie nicht remitted, das heißt also in das entsprechende Wohnsitzland überwiesen oder dort genutzt werden. Ja. Das heißt also im Grunde genommen, ich kann zwar dann in UK leben, aber ich darf im Grunde das im Ausland verdiente Geld dort nicht verwenden und nicht dort ausgeben, was sehr streng auch kontrolliert wird und was auch immer zu Missbrauch führt. Wie ist es in Italien? Darf ich dieses Auslandseinkommen dann in Italien verwenden und ausgeben oder muss das im Ausland bleiben? Also da hat Italien überhaupt keine Limitierungen, um es einfach zu machen. Okay. Also Italien, das ist ja auch die Absicht, die das italienische Gesetz hat. Italien ist interessiert, dass das Geld dann nach Italien kommt und hier in Italien ausgegeben wird. Weil in Italien kann man ja schön shoppen, ja. Das kann man nicht in jedem Land. Ich sage das immer den Mandanten, die nach Malta umziehen. Ich meine, die Regelung ist im Grunde nicht schlimm in Malta, denn wir wollen es dort ausgeben. Ja, da gibt's ist beschränkt. Aber Italien von der Mode, Autos, ja, ich meine, da fallen einem schnell Möglichkeiten ein, wie man ein paar Millionen ausgeben kann. Ja. Genau. Die sagen im Grunde, es ist so, dass im Grunde man ermutigt wird, sogar letztlich die Mittel auszugeben in Italien. Genau. Die einzige Anomalie, die das System hat, das hängt allerdings mit der Qualifizierung, ich sage jetzt mal, der Territorialität zum Zwecke der Anwendung der Steuer eben betrifft. Also da gibt es einen Punkt, wer jetzt, ich sage jetzt mal, 10 Millionen nach Italien bringt und mit dem Geld dann hier wirtschaftet, der hat das Problem natürlich, dass die Territorialität dieser Einkünfte oder entsprechenden Kapitalerträge auch zum Zwecke der Anwendung der Pauschalsteuer dann nicht nur im Ausland liegt, sondern in Italien. Ja, ist klar. Ja, absolut. Okay. Also das sei wichtig gesagt, weil es gab da zweimal Bemühungen, das Gesetz dahingehend auch zu ändern, eben, dass ich sage mal, die ganzen italienischen Private Banking Banken Interesse, die haben natürlich Interesse, dass die ganzen Kunden auch das Geld in Italien veranlagen, aber eben der Staat hat da auch in einem Auskunftsverfahren ganz klar gesagt, nein, das geht nicht und dementsprechend das Einfachste ist es eben weiterhin mit Finanzintermediären aus dem nahen Ausland zu arbeiten und in Italien zu leben und ich sage es mal bei Bedarfsfall, wenn man sich ein Haus kauft, ein Auto oder sonst was, dann eben das Geld nach Italien transferieren und hier auszugeben. Also nicht auf dem Konto in Italien liegen lassen oder mit dem hier ein Italien ein Depot machen. Das kann man schon als Ratschlag mal geben, grundsätzlich. Ja, genau. Ja, das ist ein guter Punkt. Jetzt ich meine, ist natürlich gut, es klingt immer gut, wenn das Auslandseinkommen steuerfrei ist, aber es hängt natürlich auch immer stark davon ab, ja, was die Auslandseinkünfte sind. Also ich meine, man muss ja auch dort ein bisschen aufpassen. Das ist sicherlich auch was, wo ich mir vorstellen kann, dass die dort helfen in der Strukturierung. Ich meine, jetzt mal angenommen, ich bin jetzt zum Beispiel beteiligt an Schweizer Kapitalgesellschaften und nehme jetzt diese Regelung hier in Anspruch. Da würde ich in der Schweiz dann bei Dividendenausschüttung 35% Quellensteuer bezahlen, die ich ja dann, oder sogenannte Verrechnungssteuer, die ich ja dann in Italien dann auch nicht wiederbekomme oder gegen irgendwas anrechnen kann, weil ich es ja nicht versteuern muss. Ja. Also das heißt, es ist zwar schon gut, wenn Auslandseinkünfte steuerfrei sind, aber man muss natürlich trotzdem auch dann schauen, weil möglicherweise muss man ja trotzdem Steuern im Ausland bezahlen, auch wenn sie in Italien steuerfrei ist. Oder also nur gering besteuert ist in Italien, sage ich mal so. Ja. Ja, korrekt. Also es gibt zwei Punkte, die mir sehr wichtig sind, die eben zu erwähnen sind. Eines ist natürlich bei aller Schönheit und Attraktivität des italienischen Pakets. Die italienische Seite ist natürlich nur die eine Seite. Wir müssen immer noch schauen, natürlich, wo die Einkommen generiert werden, was tut der Quellenstaat damit? Weil Sie haben ja schon das Beispiel angesprochen, die Schweiz, die wendet Verrechnungssteuer an. Ich sage jetzt mal, aber also auch wenn wir jetzt zum Beispiel Deutschland hernehmen, in Deutschland hat ja auch dieses Thema mit der erweiterten beschränkten Steuerpflicht. Wenn jemand wegzieht und weiterhin, ich sage jetzt mal zum Beispiel Kapitalerträge aus deutscher Quelle bezieht, die werden ja nicht sofort freigestellt, sondern die werden ja für einen bestimmten Zeitraum weiterhin besteuert. Und das kann natürlich ein Problem darstellen für den Kunden. Das sind natürlich die Themen, die wir dann abklopfen müssen. Ein anderes Beispiel, wo es regelmäßig zu Problemen kommt, ist natürlich, wenn jemand, ich sage es mal, aus Immobilien
Vermögen Erträge erwirtschaftet, also Miet- oder Pachteinnahmen aus dem Ausland. Da ist es im internationalen Steuerrecht so, also die DBAs, also die Doppelbesteuerungsabkommen sind da eigentlich auch alle sehr ähnlich. Die lehnen sich alle auf das Musterabkommen von der OECD an. Und das sieht eigentlich grundsätzlich vor, dass die Immobilienerträge dort besteuert werden, wo sich die Immobilie befindet. Und sprich natürlich auf diese Anwendung der Steuer im ausländischen Staat hat die italienische Pauschalsteuer dann natürlich keinen Einfluss, weil das dann nur im zweiten Moment eine Anwendung findet. Also der Quellenstaat, die Besteuerung des Quellenstaats ist eigentlich das wirkliche Problem bei der Anwendung dieser Regelung. Also nicht so sehr die italienische Anwendung, sondern vielmehr, wie schafft man es, das so zu strukturieren, dass es dann im Quellenstaat, ich sage jetzt mal möglichst steueroptimiert eben vonstatten gehen kann. Genau, das ist ein guter Punkt, dass Sie das ansprechen. Genau, und da kommt dann alles Mögliche natürlich dazu, möglicherweise Holdinggesellschaften oder irgendwelche anderen Themen, die auch eine Rolle spielen. Muss natürlich dann auch mal beachten. Sie haben Deutschland angesprochen. Gerade wenn man aus Deutschland wegzieht, sind natürlich das Themen wie Wegzugsteuer. Genau, Wegzugsbesteuerung. Wichtiges Thema, ja. Aber wie gesagt, das ist was, was man ja, das hat mit Italien letztlich nichts zu tun. Es ist ja bei jedem Wegzug aus Deutschland, so egal in welches Land man zieht. Da wurde jetzt in Deutschland ja gerade noch die Wegzugsteuer vor kurzem auch noch, ich sage jetzt mal, verschärft. Früher gab es ja in der EU dann beim Wegzug in der EU eine Stundung, gibt es jetzt nicht mehr. Also, da sind, wie gesagt, auf jeden Fall noch ein paar Fallen, denen man sich bewusst sein muss, die dann natürlich detaillierter Beratung natürlich bedürfen. So ist es, ja. Genau. Gut. Vielleicht noch ganz kurz auch zum Ablauf zu dieser Ersatzbesteuerung, also mit dieser Pauschalbesteuerung. Eben, das ist auch, da möchte ich auch noch auf eine Besonderheit hinweisen. Das italienische Gesetz sieht in dieser Möglichkeit vor, dass man eben zum Zwecke der Anwendung der Pauschalsteuer eine spezielle Anfrage an das italienische Finanzamt stellen kann. Da wurde ein separates Büro beziehungsweise eine eigene Einheit eingerichtet, die direkt der Zentrale in Rom unterstellt ist, die diese Anträge dann, ich sage jetzt mal, begutachtet und dann eben, ich sage jetzt mal, eine verbindliche Auskunft gibt, ob die Person dann dieses Pauschalsteuerverfahren anwenden kann oder nicht. Wieso erwähne ich das? Weil im Normalfall ist es bei Wohnsitzverlegungen eben nicht möglich, das Finanzamt vorab um eine Auskunft zu fragen. Und in diesem Sonderfall hat Italien gesagt, okay, um eben möglichst den ausländischen Zuzüglern den roten Teppich auszurollen, besteht diese Möglichkeit und ich muss auch sagen, das funktioniert eigentlich sehr gut. Da sind auch kompetente Ansprechpartner dann beim Finanzamt vor Ort und die überprüfen, ich sage jetzt mal vor allem, ob der Zuzügler bis dato keine wesentlichen Kontaktpunkte zu Italien hatte. Wobei ich eben zu diesen Kontaktpunkten, also vielleicht sollten wir auch da ganz kurz darüber sprechen. Also natürlich, wir reden eigentlich immer von Personen, die, ich sage jetzt mal, bis dato, bis auf ein bisschen Italienurlaub nicht viel mit Italien zu tun hatten. Natürlich, wenn die Person allerdings, ich weiß nicht, die italienische Staatsbürgerschaft hat oder eben schon auch in Italien beruflich tätig war, dann könnte es ein bisschen zu Themen kommen, weil wieso kann das zu Themen kommen? Weil was eben auch wichtig ist, die Person darf in den letzten 10 Jahren eigentlich keine wesentlichen Kontaktpunkte mit Italien gehabt haben. Sprich, da darf hier nicht substanziell ansässig gewesen sein oder hier besonders hohe Erträge erwirtschaftet haben und. Was ist mit italienischem Ehepartner? Ja, wenn der Ehepartner im Ausland ansässig war und immer dort, ich sage jetzt mal, ansässig war und das nachweisen kann, kein Problem. Es ist auch kein Problem, zum Beispiel, wenn jemand schon eine Ferienimmobilie hat, also das hatten wir auch schon in mehreren Anfragen eben thematisiert, das ist nie ein Thema oder das ist nie ein Problem, auch nicht, wenn jemand, ich sage jetzt mal, in einem italienischen Hafen ein Boot liegen hat. Also das sind alles Themen, wo das italienische Finanzamt schon in speziellen Auskunftsverfahren immer gesagt hat, das ist überhaupt kein Problem. Jetzt hatten Sie vorhin schon mal gefallen, das Thema Krypto. Können Sie vielleicht noch mal ganz kurz darauf eingehen, wie jetzt die italienischen Finanzbehörden Kryptowährungen gegenüber eingestellt sind? Was es da für einen Trend auch gibt vielleicht? Also mitunter gibt es da viele Regierungen beziehungsweise ja, Länder, die überlegen, da auch einige Dinge zu ändern. Uns
würde sehr interessieren, unsere Zuschauer auch, wie sieht das in Italien aus? Ja, zu Krypto, also das ist ein spannendes Thema, wo wir auch als Kanzlei doch einigermaßen tätig sind. Natürlich, Krypto ist in den letzten Jahren stark gewachsen. Es gibt viele Personen, die jetzt Kryptowährungen haben. Generell sei angemerkt, dass wie auch in anderen Staaten, auch hier in Italien, die Gesetzgebung weder die, ich sage jetzt mal, die zivilrechtliche noch die steuerrechtliche nicht Schritt hält oder nicht so schnell ist wie die technologischen Entwicklungen, die es im Kryptomarkt gibt. Es gibt allerdings einige Klarstellungen, die es eben in den letzten Jahren ergangen sind von Seiten des italienischen Finanzamtes, die ein doch recht klares Bild über die Situation eben ermöglichen. Also im Wesentlichen, Italien hat es sich recht einfach gemacht. Das italienische Finanzamt hat da nämlich in einer Klarstellung mal gesagt, okay, es ist für uns eine Kryptowährung ist für uns zu behandeln faktisch wie eine andere Währung, also wie wenn man in einem ausländischen Staat, ich sage jetzt mal, Finanzvermögen halten würde, nur dass es eben kein Finanzvermögen darstellt. Also diese Vermögensteuer auf Auslandsvermögen, die findet bei Kryptowährungen nicht Anwendung. Aus den entsprechenden Gains, die man dann erzielt, die werden dann ähnlich wie Finanzerträge, ich sage jetzt mal im Normalfall mit 26% besteuert. Und genau. Und grundsätzlich, also egal, ob es da jetzt sich um den Mehrerlös bei Verkauf aus diesen Kryptowährungen handelt oder eben aus ich sage jetzt mal, eben Interests oder eben anderen Entgelten, die man aus den Kryptowährungen eben beziehen kann. Aber könnte man das jetzt zum Beispiel auch kombinieren mit der Zuzüglerregelung? Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich bin jetzt so eine Art Freiberufler, ich handle mit Krypto und würde jetzt meinen Wohnsitz nach Italien verlegen. Da hatten wir ja vorher schon die interessante Zuzüglerregelung gesehen. Da werde ich ja dann niedrigere Steuern zum Beispiel bezahlen. Da hatten wir vor uns mal so im Rechenbeispiel sind wir auf 9% Besteuerung gekommen. Wenn jetzt Erträge wären, also Einkünfte wären, die ich jetzt aus Mining oder aus Handel erwirtschafte. Ja, also eine der Kernfragen ist natürlich, ab wann ist es eine freiberufliche Tätigkeit, ab wann ist es eine gewerbliche Tätigkeit und bis wohin ist es nur, ich sage jetzt mal, Investieren von privaten Mitteln, auch wenn man das sehr viel Zeit investiert, sage ich jetzt mal. Also diese Zuzüglerregelung findet Anwendung nur für die Erträge aus freiberuflichem Einkommen und aus, ich sage mal, eben bei lohnabhängiger Arbeit. Für diese Kapitalerträge findet die Zuzüglerregelung im Normalfall nicht Anwendung. Oder nicht Anwendung, also nicht nur im Normalfall nicht, sondern grundsätzlich nicht. Also der Kapitalertrag wird nicht von der Zuzüglerregelung abgedeckt. Okay, dann haben wir das auch geklärt. Vielleicht noch eine andere Frage, und zwar, gibt es denn, wir haben immer wieder auch Nachfragen oder Mandanten interessieren sich im Rahmen der Vermögenssicherung für interessante Investitionsprojekte. Gibt es denn da was Spezielles in Italien, wo Sie sagen würden, also wer jetzt Interesse hat, Geld anzulegen, zu investieren, sein Vermögen zu schützen, da gibt es interessante Projekte in Italien. Also wir haben ja mitunter, gibt es ja so gerade heute immer mehr den Trend, auch im Agro-Bereich zum Beispiel, Farmland zum Beispiel. Vielleicht gibt es da auch was in Italien, wo Sie sagen, es ist momentan gerade der Trend, dass man vielleicht Weingüter kauft, dort investiert. Also wir hören Ihnen gespannt zu dem Thema. Also da muss ich gestehen, es gibt sehr viele Beihilfen, die es auf lokaler Ebene gibt. Ehrlich gesagt, also nur um des Beitrags willen oder der Beiträge wegen sehen wir sehr wenig Bewegung. Also das ist sicher kein Haupttreiber, die Personen zur Wohnsitzverlegung nach Italien animieren. Es gibt lokale Beihilfen sicher für Investitionen, zum Beispiel manchmal also im Photovoltaiksektor zum Beispiel gibt es Beihilfen. Sie hatten es erwähnt, für landwirtschaftliche Investitionen, da gibt es Beihilfen. Aber ehrlich gesagt, also speziell auch, weil Sie die Landwirtschaft angesprochen hatten, da gibt es auf regionaler Ebene manchmal Beihilfen und manchmal auf Staatsebene. Es gibt Investitionsprogramme für den Süden, also wer dort zum Beispiel ein Gewerbe anmeldet, der hat nochmals besondere Vorteile. Aber wie gesagt, also das ist, ich sage jetzt mal, das müsste man sich dann im Detail anschauen. Da sind wir sind jetzt nicht wir sind Steuerberater primär und wir machen eigentlich nicht hauptsächlich, ich sage mal, Beratung zu diesen Investitionsbeihilfen.
Herr Gasser, vielleicht können wir jetzt nochmal von dem, Sie hatten ja jetzt, wo Sie die Pauschalsteuer erläutert haben, hatten wir ja vorhin nochmal kurz angesprochen, wie gesagt, nur weil ich davon gelesen hatte, dass es ja eben für den Süden von Italien noch andere Anreize, zusätzliche Anreize dann gibt, sich dort niederzulassen steuerlich. Korrekt. Also eben aufbauend auf die eigentlich positive Erfahrung, die Italien eben mit dieser Pauschalsteuer von 100.000 gemacht hat, hat Italien einige Jahre nach Einführung eben dieser 100.000 Euro Pauschalsteuer eben gedacht, wir bauen das sogar noch aus, haben dann eigentlich und es wurde eine Regelung eingeführt, die vorsieht, dass Bezieher einer Rente, die nach Italien in eine südliche Region ziehen, dass die entsprechenden Auslandseinkommen mit einem Pauschalsteuersatz von 7% abgelten dürfen. Also die Regelung sieht mehrere Zugangsvoraussetzungen vor. Man muss grundsätzlich eben schon Renteneinkommen beziehen oder zeitnah dann Renteneinkommen dann eben erhalten. Das kann eine staatliche Rente oder auch eine Betriebsrente sein. Die Person die darf sich nicht ein Haus am Gardasee oder am Comersee kaufen, sondern die muss in eine südliche Region Italiens ziehen oder in eine Gemeinde. Es gab da noch eine Ausnahmebestimmung, Gemeinden, die in einem sogenannten Erdbebengebiet liegen, die sind auch von dieser also von dieser neuen 7%-Regelung, die fallen auch in den Anwendungsbereich dieser Regelung. Aber im Normalfall eben die Personen, die das anwenden möchten, die interessieren sich eher für den Süden, ich sage jetzt mal Apulien, Kalabrien, Sizilien, Sardinien. Das ist jetzt wiederum interessant, weil, wie gesagt, wir haben ja zum Beispiel auch in Portugal ähnliche Regelungen, die aber bei 10% liegen. Ja? Das heißt, wenn man jetzt auch wieder hier das Gleiche, wenn man jetzt eine Rente aus dem Ausland hat, wird die in Portugal mit 10% versteuert. Was Sie jetzt sagen, die 7% sind jetzt ja nochmal ein paar Prozent attraktiver. Ja? Korrekt. Ja, nee, also es ist eine interessante Möglichkeit und wie gesagt, das Einzige ist, dass normalerweise die Personen, die nach Italien ziehen, die fühlen sich oftmals eher zum Norden hingezogen und sagen lieber an den Gardasee oder an die ligurische Küste oder Toskana oder Comersee, also diesen nördlichen Streifen, die sind von dieser Regelung ausgenommen. Aber für den Süden ist das eine absolut interessante Maßnahme. Noch eine andere Frage zu Süditalien. Sie hatten ja vorhin gesagt, als wir über die Rückkehrer und Zuzügler gesprochen haben, dass 30% letztlich dann als, sage ich jetzt mal, steuerbares Einkommen angesetzt werden. Ist es da nicht auch so, dass diese in Süditalien dann nochmal reduziert werden auf nur 10%? Ja, da haben Sie, das stimmt, das hatte ich vorher eben nicht erwähnt. Praktisch, es gibt noch also für besonders kinderreiche Familien, also wenn man zum Beispiel auch mehr als 3 Kinder oder mehr hat, oder eben in eine südliche Region zieht, dann fällt die Reduzierung eben besonders hoch auf diese 10%, die Sie erwähnt haben. Und das ist oder und. Also das heißt, entweder mehr als 3 Kinder oder nach Süditalien gehen. Oder ein Haus kaufen. Nein, es ist praktisch eine Oder-Regelung. Oder. Ja, also heißt, du musst eins der 3 Dinge tun, nach Süditalien ziehen, 3 Kinder oder mehr haben oder eine Immobilie erwerben und dann oder im Forschungsbereich. Oder im Forschungsbereich hatten wir. Genau. Also die Forscher gibt es auch, genau. Ja. Und aber immer nur für die 5 Jahre dann in dem Fall. Oder gibt es da auch im Süden das ist so längere Zeiten? Genau, also die Verlängerung, die zweiten 5 Jahre, also wenn man es 10 Jahre anwendet, für die zweiten 10 Jahre eben findet im Normalfall, also wenn wir jetzt die 30%-Regelung jetzt hernehmen, da findet im Normalfall eigentlich dann für den zweiten 5-Jahres-Zeitraum gibt es nur mehr eine 50%ige Reduzierung. Also es ändert sich der Satz, außer man hat eben bestimmte Voraussetzungen, wie zum Beispiel, man kann eben, wie ich gesagt hatte, man hat eben zum Beispiel 3 Kinder oder es gibt einen Umzug in eine südliche Gemeinde oder in eine Gemeinde der südlichen Regionen Italiens. Ja, also doch erstaunlich. Sehr interessant, ja. Sehr interessant. Ja, also wirklich es ist viel attraktiver, als es, sagen wir, auf den ersten Blick aussieht. Genau, natürlich. Wie so häufig, der
Teufel steckt natürlich manchmal im Detail. Also natürlich, die Fälle sind immer gut, die Sachverhalte sind gut abzuklopfen und zu überprüfen. Aber wie gesagt, ich glaube, Italien ist viel attraktiver als eigentlich als der Ruf. Ich erwähne nochmals, ich glaube auch, was Erbschafts- und Schenkungssteuer betrifft, ist Italien sicher auch ein Steuerparadies innerhalb Europas, weil wie gesagt, wir haben da ja nur diese 4% Erbschafts- und Schenkungssteuer bei Erbschaften und Schenkungen innerhalb der Familie und einen sehr hohen Freibetrag von 1 Million Euro. Es sei auch noch erwähnt, dass Immobilien in Italien nicht zum Marktwert bewertet werden zum Zwecke der Erbschafts- und Schenkungssteuer, sondern zu einem Katasterwert heißt der. Und dieser Katasterwert, der fällt, ich sage jetzt mal, in der Regel wesentlich geringer aus wie der Marktwert. Also es ist normalerweise, ich weiß nicht, ein Drittel bis ein Fünftel ein Drittel bis die Hälfte des Marktwertes. Nur. Jetzt ist es ja häufig so, dass die Europäische Union gerne gegen sogenannte Steuerparadiese vorgeht. Das haben Sie ja uns gerade Italien als so ein geheimes Steuerparadies beschrieben, mit durchaus vergleichsweise sehr, sehr attraktiven Angeboten für Zuzügler, für Vermögende. Ist denn das jetzt ein Dorn im Auge der Europäischen Union? Also gibt es da irgendwie Druck und Gegenwind aus der Richtung? Oder wird Italien in Ruhe gelassen mit diesen speziellen Angeboten? Naja, also wir müssen grundsätzlich mal sagen, die absoluten Zahlen sind noch sehr bescheiden, was diese ganzen Verfahren betrifft. Die gibt es ja auch jetzt nur erst seit kurzer Zeit, also seit 2017. Dementsprechend, ich sage jetzt mal, das sind jetzt nicht sehr lange Verfahren die gibt es jetzt noch nicht sehr lange. Und wie gesagt, wir sind da im letzten Jahr, wo es dazu Statistiken gab es in Italien zum Beispiel zur Pauschalsteuer 400 Personen, die das italienweit angewendet hatten. Das sind absolut gesehen noch sehr, sehr kleine Zahlen. Ich glaube, daran stört sich noch niemand. In regelmäßigen, wie soll ich sagen, Abständen, jedes Mal, wenn ich sage jetzt mal, die Finanzmärkte wieder turbulent eben werden und ich sage jetzt mal, Italien mit seiner Staatsverschuldung potenziell unter Druck kommt. Also die italienische Wahrnehmung ist da eigentlich recht entspannt, aber manchmal natürlich gibt es da kritischere Situationen. Da wird natürlich des Öfteren wurde in der Vergangenheit, ich sage jetzt mal vor allem Finanzkrise, sage ich jetzt mal, die vor circa 10 Jahren dann eben nach Lehman Brothers dann eben durch die Finanzmärkte so geisterte, da gab es natürlich doch einige finanzielle Instabilität und da wurde natürlich von europäischer Seite auch mit dem Finger auf, ich sage es mal, bestimmte Begünstigungen hingewiesen. Es war nicht so sehr diese Sonderregelungen, weil die gab es damals noch gar nicht, sondern vielmehr diese Erbschafts- und Schenkungssteuer-Thematik, wo wir in Italien einfach nur sehr, sehr geringe Sätze haben. Ich muss sagen, eben mit diesen ganzen Problemen, die Europa derzeit hat, glaube ich, dass das Schicksal dieser einigen 100 Personen, die diese Regelungen in Italien anwenden, jetzt nicht auf der Tagesordnung der EU landen wird und dementsprechend sehe ich das eigentlich recht entspannt. Es sind aber doch relativ wenig, ja. Also ich meine, glauben Sie, dass mir ist schon klar, dass es natürlich neue Regelungen sind und so, aber glauben Sie, da wird zu wenig, ich sage jetzt mal, die Werbetrommel gerührt von Italien? Das ist zu wenig bekannt oder wo sehen Sie den Grund, dass es so wenig ist? Im Grunde ist ja ein Geheimtipp, ja. Also 500 Leute, die es in Anspruch nehmen, kann man, glaube ich, davon reden, dass es ein Geheimtipp ist, ja. Ja, ich glaube, es gibt da mehrere Faktoren. Ich glaube, der erste Faktor ist, es ist für viele Personen nicht so schnell und einfach den Wohnsitz zu wechseln, also mit Sack und Back und mit der ganzen Familie. Das ist sicher ein Thema. Aber es ist auch natürlich, also vor allem ich sage jetzt mal so, die Finanzämter des Herkunftsstaates oder des Wegzugsstaates, die sind natürlich speziell in Deutschland sehr, sehr erpicht darauf, die Personen nicht so einfach ohne weiteres ziehen zu lassen. Und die klammern sich natürlich häufig an die Steuerzahler. Und da kommen natürlich viele Themen, Wegzugsbesteuerungen, erweiterte beschränkte Steuerpflicht. Ich sage jetzt mal, eben auch, wenn man, ich sage jetzt mal, fast alle Verbindungen kappt, dass das Finanzamt dann dennoch kommen kann, speziell in Deutschland, und sagen kann, ja, wenn der Cut nicht ganz sauber ist, die Person hatte noch die Ansässigkeit in Deutschland. Also ich stimme hinzu, absolut, ja. Das ist eigentlich der Hauptgrund und
Und ansonsten eigentlich, wie gesagt, ansonsten ist das Verfahren äußerst attraktiv. Also ich glaube, die fehlende Attraktivität ist, ja, vielleicht wird da zu wenig mit der Werbetrommel gerührt. Aber wie gesagt, wir hatten ja auch den Cristiano Ronaldo, der das angewandt hatte. Ich dachte mir, das würde einen größeren Run auf das Verfahren auslösen. Aber es ist sicher so, es ist ein Spezialthema und wir sehen ein kontinuierlich, also ein stetiges Interesse an diesem Verfahren. Wie gesagt, in der Anwendung ist es manchmal einfach schwer, weswegen ich glaube, das ist der Hauptgrund, weswegen es dann am Ende dann doch nicht so viele Leute bis dato angewandt hatten. Also ich nehme zum Beispiel mal der NIR-Status in Portugal, Non-Habitual Residence Status. Den haben bisher, also dieses Modell wurde 2009 sozusagen geschaffen und seitdem haben davon über 20.000 davon profitiert. Ja. Mhm. Und zwar alleine 2.700 Italiener. Ich lese gerade hier die Statistik. Also ich meine, da hat Italien mehr Leute an Portugal verloren, die dort einen Sonderstatus nutzen, als Italien dort bekommen hat. Aber ich meine, gut, es ist so, wie es ist. Es klingt auf jeden Fall super interessant und ja, also Italien ist ja doch also für viele ein Traumland, ja, also absolut, ja. Also ich war auch als Kind oft in Italien, also das ist also ich meine, wie gesagt, es ist ein Traum. Also ich glaube, das wird viele Fans haben, wenn noch nicht jetzt, dann in naher Zukunft auf jeden Fall. Genau, und eines möchte ich natürlich auch erwähnen, natürlich, es gibt also neben der geografischen Nähe, das ist natürlich auch ein Thema, sicher auch ein Pluspunkt, also nicht nur das schöne Wetter und das gute Essen, sondern auch die geografische Nähe ist natürlich auch attraktiv, also man muss in keinen Flieger steigen, jetzt speziell auch in Corona-Zeiten, wenn mal was ist und jemand muss sich in einer Privatklinik untersuchen lassen, also man ist eigentlich auch in Bozen, von Bozen aus ist man in 3 Stunden in München, sage ich jetzt mal, oder in Bayern. Wie gesagt, also von Gardasee sind es, ich sage mal, 4,5 Stunden. Also man ist auch wirklich schnell wieder, auch mit dem Auto, kann man wieder nach Deutschland fahren, wenn mal was sein sollte. Und das Zweite ist, ich sage jetzt mal, also es sei auch erwähnt, die Pauschalsteuer, die findet ja für ganz Italien Anwendung, also ob Sie da in Sizilien, in Sardinien oder in Südtirol oder am Gardasee den Wohnsitz anmelden, ist eigentlich irrelevant. Wir haben einige Kunden, die die Regelung schon angewendet haben mit uns und einige haben sich, ich sage jetzt mal so, zur schrittweisen Annäherung mit Italien, haben es bevorzugt, den Wohnsitz in Südtirol zu nehmen, weil man da als deutschsprachige Person ich sage es mal, nicht so auffällt oder natürlich auch noch, ich sage es mal, untergeht und dementsprechend nicht so Aufsehen erregt, wie wenn man jetzt, ich sage es mal, als Deutschsprachiger nach Sizilien auswandern würde. Zweiter großer Punkt, der vielleicht auch manchmal für Südtirol spricht, ist natürlich, wenn jemand Kinder hat und die gerne einschulen möchte. Also in Südtirol haben wir ja auch ein deutsches Schulwesen und dementsprechend kann man die Kinder da in eine deutsche Schule schicken. Es gibt in allen größeren Städten wie Mailand, Rom, Genua, da gibt es auch deutsche Schulen, aber da ist man natürlich in einer Großstadt, also da lebt man dann nicht mehr so, ich sage jetzt mal, bequem ländlich, wie es in Südtirol der Fall ist. Ja, das war doch ein tolles Schlusswort nochmal. Ja, sehr interessant. Ich denke, wir sind jetzt soweit am Ende, Sebastian, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe noch 3 Fragen eigentlich zum Schluss. Also eine neue Rubrik könnte man dazu sagen, und zwar richtig oder falsch an Sie. Es geht ja um das Leben in Italien. Also es hält sich das Gerücht, dass die Italiener Deutsche hassen, wenn sie sehen, dass sie auf Pasta mit Meeresfrüchten oder Fisch Parmesan streuen. Richtig oder falsch? Das ist richtig. Okay. Dann das zweite, richtig oder falsch? Man zahlt in Italien 450 € Strafe, wenn man in einem Brunnen badet. Das wüsste ich jetzt nicht. Das hängt jetzt davon ab. Also ich glaube, es gibt das hängt davon ab, in welchem Brunnen Sie baden. Die Verwaltungsstrafen in Italien sind generell hoch. Also egal, ob es sich jetzt um Verkehrsdelikte, über kleinere Steuervergehen oder Ähnliches handelt. Natürlich die Aufgriffswahrscheinlichkeit in Italien, das ist immer ein anderes Thema. Also
mir wäre jetzt nicht bekannt, dass das Baden in Brunnen häufig zu Themen führt, genauso wie Falschparken. Also das hängt jetzt stark davon geografisch ab, in welcher Region Italiens das gerade stattfindet. Aber ich weiß zum Beispiel, also in bestimmten Hotspots, wie zum Beispiel Capri oder Ischia oder solchen Orten, da wird zum Beispiel sehr streng auf, ich sage jetzt mal, auch auf das öffentliche Erscheinungsbild geachtet. Und ich weiß zum Beispiel, dass auf Capri jedes Jahr doch einige Strafen ausgestellt werden. Es gibt ein Verbot, ich glaube, oben ohne zu zirkulieren auf den Straßen, weil das dem Ansehen der Stadt nicht gut tut. Also da gibt es eine Gemeindeverordnung, die das verbietet, und es werden jährlich Strafen ausgestellt. Aber wie gesagt, im restlichen Italien ist das recht unkompliziert. Gut, dann kommen wir zur letzten Frage. Wie erreichen Sie interessierte Mandanten? Wir erreichen interessierte Mandanten über unsere Webseite. Wir haben natürlich bereits hier schon wir haben verschiedene Kunden, die das schon anwenden, die erzählen das ihren Freunden, also auch durch Mundwerbung, aber eigentlich die meisten generieren wir über die Webseite. Sehr schön, wir werden Sie einblenden, Ihre Webseite. Wunderbar, gerne. Und natürlich, wir haben auch Kontakte zu Steuerberatern, mit denen wir auch in der Vergangenheit zusammengearbeitet haben. Es ist ja natürlich so, das vielleicht sei auch noch erwähnt, natürlich, wenn wir jetzt, weil das auch sicher ein Punkt ist, wenn jemand aus einem anderen Staat kommt und dort natürlich einen Steuerberater seines Vertrauens hat, dann müssen wir natürlich in enger Abstimmung mit dem dann zusammenarbeiten und um den Fall dann zu lösen, weil wie gesagt, wir decken die italienische Seite ab. Wir haben zwar Ansprechpartner auch vor Ort, aber natürlich wir bevorzugen es, dass wir immer mit dem Steuerberater, der den Mandanten schon betreut, dann zusammenarbeiten, weil der den Fall natürlich sehr gut kennt. Genau. Eine Sache wollte ich noch vielleicht ganz kurz anmerken, weil das hatten wir nicht erwähnt, aber das hatte ich mir hier in meinen Notizen noch angemerkt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es wird auch manchmal die Frage gestellt wegen der Ansässigkeit in Italien, also wie sich das mit diesem Pauschalsteuerverfahren verhält. Da möchte ich eben auch noch eine Klarstellung geben, und zwar aus italienischer Sicht wird nicht unterschieden, ob Sie nach Italien ziehen, um die Pauschalsteuer anzuwenden oder, ich sage jetzt mal, ohne Anwendung der Pauschalsteuer. Italien schaut nur, haben Sie sich bei der Gemeinde angemeldet, ja oder nein, und das hat dann steuerliche Auswirkungen. Das italienische Finanzamt hat bereits geklärt, zwecks Anwendung der Doppelbesteuerungsabkommen wird die Wohnsitzverlegung mit Anwendung der Pauschalsteuer jeglicher der normalen Wohnsitznahme vollkommen gleichgestellt, und das heißt auch, dass die ganzen DBAs Anwendung finden. Also sprich Italien, wie gesagt, das noch vielleicht als finaler Schlusspunkt, als positiver Gimmick. Italien erkennt hier die Wohnsitznahme als auch zum Zwecke der Anwendung der Doppelbesteuerungsabkommen zur Gänze an. Vielen Dank. Sehr gut. Ja, dann herzlichen Dank, Herr Gasser. War sehr interessant. Herr Gasser, sehr interessant. Wir haben viel dazu gelernt. Ja, gerne, hat mich gefreut. Bis zur nächsten Folge von Perspektive Ausland, der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland ziehen. Übrigens, wenn ihr keins unserer interessanten Videos mehr verpassen wollt, dann klickt doch jetzt gleich auf den Abonnieren-Button und auf die Glocke. Auch über Kommentare, Fragen oder einen Daumen hoch freuen wir uns sehr.